Heute geht es um extrem wichtige Informationen bezüglich der Zeit vor der Trübsalzeit. Der Herr möchte dich warnen, diese Dinge ernst zu nehmen. Wir werden uns heute 3 kurze Clips anschauen. 1, 2 und 3. Und ich bitte dich wirklich dran zu bleiben. Denn wer diese Information, und ich meine das wirklich ernst, ignoriert oder nicht ernst nimmt, kann im schlimmsten Fall sogar mit seinem eigenen Leben bezahlen. Und zwar noch vor der Trübsalzeit. Bis gleich. Und wir starten direkt mit dem ersten Video. Let's go. In Joel 2 and Acts chapter 2, it talks about the sun will be turned Im Propheten Joel geht es eben um Folgendes. to darkness and the moon to blood before the great and terrible day of the Lord. The great and terrible day of the Lord is the tribulation. Geht es eben um diese Zeichen, die am Himmel sein werden, auch an der Sonne, bezüglich eben der kommenden Sonnenfinsternis, auch am 8. April. Und diese Dinge werden passieren, wurde prophezeit im Alten Testament, We're not in the tribulation. bevor der große Tag des Herrn kommt. Und er sagt hier, der große Tag des Herrn ist die Trübsalzeit. Wir werden aber nicht mehr hier sein, wenn die Trübsalzeit sein wird. But we're headed there. So these cosmic signs will happen before the great tribulation. But Aber diese Dinge werden passieren, bevor der große Tag des Herrn kommt, also bevor die Trübsalzeit beginnt. Interessant. there'll be a sign that the tribulation is coming in the future. Und das werden die Zeichen sein, dass die Trübsalzeit in der Zukunft kommen wird. Blood moons, as they are called, are lunar eclipses. Several years ago, you'll remember that there was a blood moon at Passover and Tabernacles, and the next year, another series of blood moons at Passover and Tabernacles. Also er spriht hier von den Blutmonden und er sagt, dass interessanterweise es oftmals in der Geschichte so war, dass sie sich überschnitten haben, ja, diese Himmelserscheinungen eben, die Sonnenfinsternis und all das, mit jüdischen Festen interessanterweise. Now, the reason blood moons or lunar eclipses are significant prophetically, they're not normally unless they fall on Jewish festival days. Und das, was besonders ist eben an diesen Himmelserscheinungen, ist, wenn sie eben auf ein jüdisches Fest treffen. Das ist dann immer ganz, ganz besonders. Throughout history, when certain events happened on Jewish festival days, it was a sign of something that was coming. Immer wenn diese Dinge passiert sind, wie so eine Sonnenfinsternis zum Beispiel, immer wenn sich das gedeckt hat mit einem jüdischen Feiertag, dann war das immer so gewesen in der Geschichte, dass es eine Ankündigung war, dass etwas Schlimmes passieren würde. Josephus, the Jewish historian, tells you that at Passover, in the time of the unleavened bread, the week of unleavened bread, there was weird activity happening at the temple that was supernatural, and the destruction came 4 years later. Interessant, auch im Alten Testament gibt es zum Beispiel eine Begebenheit, wo auch wieder so eine Erscheinung am Himmel sich gedeckt hat mit einem jüdischen Fest und eben 4 Jahre später eben es zu einer Zerstörung kam im Tempel. Also auch hier sehen wir wieder, es war eine Ankündigung. We find that the Hale-Bopp comet, Halley's comet, was the comet Josephus alluded to. He didn't call it that then. It wasn't named till the astronomers discovered it many years later, centuries later. But they find out that 66 AD, when the comet came through, it was what we today call Halley's Comet. Halley's Comet seems to come through 4 years prior to a war breaking out somewhere in the world. So the ancients understood asteroids, comets, falling stars, solar eclipses, and lunar eclipses. And only in our modern prophetic world of teaching have we become reassociated with what the ancients understood about these were signs in the heavens indicating something would happen. Interessant, das ist ganz interessant, das müssen wir festhalten. Er sagt, schon die Menschen früher, ja, haben erkannt, dass zum Beispiel diese ganzen Himmelserscheinungen, wenn es um die Sonne, um den Mond geht und all diese ganzen Dinge, dass das immer also Ankündigungen waren, ja. Also es waren Ankündigungen auf Dinge, die geschehen würden auf der Erde. Das war nie einfach nur Zufall, einfach nur so, ja, zum Bestaunen oder sich zum Anschauen oder dass es gar keinen Grund hätte. Schon damals erkannten die Menschen, sagt er, dass das immer Zeichen waren für Dinge, die auf der Welt passieren würden. Das waren Ankündigungen. A lunar eclipse is always connected to the nation of Israel because Israel is on a lunar calendar. The moon became, and the reason God did not let Israel choose the sun is too many pagan. Es ist interessant, sagt er. Also, wenn es um den Mond geht,
hat das immer eigentlich mit Israel was zu tun, ja? Weil Israel eben auf diesem Kalender basiert, interessanterweise. Und er hat bewusst nicht die Sonne gewählt für Israel, nations were sun worshipers. weil damals die umliegende Nation praktisch oder die Menschen früher, also viele Götzendiener, eben Sonnenanbeter waren. And so God allowed them to use the moon. Now that's one Und deswegen hat Gott eben, oder anders gesagt, Gott ist eben diesen Weg eben mit dem Mond gegangen. suggestion by rabbis. But a full solar eclipse is always bad for Aber jetzt kommt's. Jetzt geht es ja hier am 8. April um eine kommende Sonnenfinsternis, totale Sonnenfinsternis. the nation where it happens over. Und das hat wieder damit zu tun, immer hat es eine direkte Verbindung zu der Nation, wo es passiert. Und wir müssen jetzt wissen, als Hintergrundwissen, am 8. April wird es diese totale Sonnenfinsternis geben und die wird ein X bilden über den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Perry Stone sagt, eine Sonnenfinsternis hatte immer zu tun mit der Nation. Nicht mit Israel, sondern mit der Nation, wo es passiert. Or for the world in general. Oder für die Welt insgesamt. And many times a solar eclipse, if it is prophetic, is a sign of something big that's going to happen in that nation. Und in der Regel ist es wirklich ein Zeichen, dass etwas Großes passieren wird in dieser Nation. Und eben, wir haben es bildet ein X am 8. April über USA. Das heißt, wir wissen, dass Gott ein konkretes Zeichen gibt über die Vereinigten Staaten von Amerika und dass 100%, weil Gott niemals falsch liegt, etwas passieren wird, darauf folgend irgendwann. Muss nicht innerhalb von Tagen, Wochen, es kann auch innerhalb von Monaten, innerhalb von Jahren sogar sein. Now the reason everybody's talking, and I'm going to abbreviate this because there's enough information out there. Okay, jetzt hängt es gerade, kleiner Blick. Now the reason everybody's talking, and I'm going to abbreviate this because there's enough information out there. Kleiner Blick, jetzt hängt das gerade. Moment mal eben. Kleiner Blick, es gibt gerade ein technisches Problem tatsächlich. Sehr interessant. Sehr interessant. Wir werden hier, wenn man es geistlich betrachten möchte, gestört gerade. Moment. So, jetzt sollte es wieder gehen. Irgendwie war die Internetverbindung komplett weg. Was eigentlich nie passiert, aber sehr interessant. Wir gehen weiter. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Bis vorhin, wo ich das mir alles selbst angeschaut hatte, hat alles funktioniert. Sehr interessant, muss ich wirklich erwähnen an dieser Stelle. Und jetzt mittendrin haben wir gerade technische Probleme. Moment mal bitte. Bin sofort wieder bei euch, liebe Geschwister. Moment. And they were. Das war auch ein sehr interessantes Video. Moment eben. Jetzt spinnt hier alles komplett. Jetzt spinnt alles komplett. And they were throwing. Moment. Da haben wir es wieder. Wow, endlich hat es funktioniert. Okay, so, wir wurden hier leider ein bisschen gestört. Moment. Sometimes a solar eclipse, if it is prophetic, is a sign of something big that's going to happen in that nation. Now, the reason everybody's talking, and I'm going to abbreviate this because there's enough information out there for you to research in detail by these other people, is that this eclipse has a crossing pattern to it. Genau, hier erwähnt er eben, was ich gerade gesagt hatte, dass diese kommende totale Sonnenfinsternis ein X bilden wird über den Vereinigten Staaten von Amerika. And there's a place connected with Egypt. There are places that have names that are connected to ancient names in biblical history.
Interessant. Und dieses X, ja, hat auf jeden Fall Verbindungen auch zu Ägypten. Es hat aber auch Verbindungen zu sehr biblischen Dingen, ja. Also es ist wirklich absolut kein Zufall. And the big thing that everybody's talking about is it crosses over the New Madrid fault line. Now, the last time something of this nature happened that was noted was in the 1800s when 3 months later, the New Madrid fault line gave way and there was a major earthquake. Das letzte Mal, wo sowas passiert ist, halten wir das mal fest, ist tatsächlich, wo es später, also ein paar Monate später, ein massives Erdbeben gab. You could hear bells ringing all the way to Boston by what happened at New Madrid. The mountains in Cleveland, Tennessee, some of them were formed at the time of the New Madrid fault line when it gave way in the 1800s. I found that out recently. Im 18. Jahrhundert irgendwann. Also es ist sehr interessant. Auch damals, ja, war es eine Ankündigung und es ist wirklich was passiert. Now, John Kilpatrick, a great man of God, and several other men for years have had dreams or visions of the New Madrid fault line giving way. Now, you can study the New Madrid fault line and you can see the great danger to areas like St. Louis, Memphis, Tennessee. In fact, if it actually went off with a very, very high Richter scale earthquake, and it would have to be a 7.5, 8, 8.5, but if that happened, the danger to the United States would be that the railroad bridges connecting part of the West with the East Coast are cut off. The bridges for trucks to the... Also er thematisiert jetzt auch gerade eine massive Gefahr für Brücken zum Beispiel und auch in besonderer Weise für dieses Gebiet, ja, also wo dieses X dann letztendlich dann, ja, über Amerika erscheint. Und es ist einfach, ja, also das ist genau der Punkt, über den wir jetzt sprechen müssen. Jetzt stell dir mal vor, du wohnst dort. Ja, genau in diesem Gebiet. Und ich kann dir jetzt schon sagen, also garantiert werden da definitiv Geschwister von uns leben. Zumindest da in der Gegend, ja. Denn es ist kein kleines Gebiet, muss man dazu sagen. Es ist ein sehr, sehr großes, massives Gebiet. So, und die Entrückung hat noch nicht stattgefunden. Ja, also wir sind immer noch hier. Und trotzdem ist jetzt ein Zeichen angekündigt worden von Gott. Und das steht immer unmittelbar mit einer Art von Gericht, die kommen wird. Jetzt sind wir immer noch hier. Und das ist genau die entscheidende Sache, mit der wir uns jetzt beschäftigen müssen. Ja, keine Frage. Perry Stone sagt auch, wir werden nicht hier sein zur Trübsalzeit. Jimmy Evans werden wir uns gleich anschauen. Ganz wichtig, bitte dranbleiben. Es geht dann um Israel. Er sagt auch, wir werden nicht hier sein. Hitchcock sagt es auch. Wir werden nicht hier sein, werden wir auch gleich hören. So, alles gut. Aber wir sehen die totale Sonnenfinsternis zum Beispiel, die dieses X bilden wird. Ich meine, ich bin jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. So, uns betrifft es in dem Sinne nicht direkt. Ja, wobei jetzt ist auch, also es ist auch nicht auszuschließen letztendlich, aber in besonderer Weise betrifft es eben USA. So, und gerade wenn man in diesem Gebiet lebt, als wiedergeborener Christ, natürlich hat man die Verheißungen des Herrn, dass der Herr uns beschützt. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und Psalm 91, der hat seine Engel befohlen, mich zu beschützen auf all meinen Wegen und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt noch andere Dinge nennen. Der Punkt ist aber der, in Sprüche steht auch, der Kluge sieht die Gefahr kommen und verbirgt sich. Ja, wie gehen wir als Christen mit solchen Dingen um, ja? Oder meinen wir, dass die Zeit vor der Trübsalzeit alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird? Und das ist eben die Gefahr, ja, vor die uns der Herr warnt. Denn es ist nicht so. Es heißt nicht, dass nur weil wir die Trübsalzeit nicht mehr erleben werden, dass davor alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird und alles super. Wir müssen weise mit den Zeiten umgehen. Und jetzt gleich kommt nämlich ein Aufruf von Perry Stone, der sehr, sehr interessant und wichtig ist. Deliver food are cut off, and you know, of course, your major airports, the runways would so there would be a complete shutting off, a split between the central and western part of the United States and the east coast of the United States, and the food supply would. Also es wird, ja, also man kann davon ausgehen, dass ein Erdbeben eben in diesem Gebiet ein absolutes Desaster hervorrufen wird, ja. Ein absolutes Desaster. Nicht, wo nur Brücken davon betroffen sein werden, sondern auch die Logistik zum Beispiel, ja, und damit verbunden kommt er jetzt eben zum Punkt. Be diminished within probably, I would say within a few hours, because everybody would panic in trying to get food in the stores. So, und jeder wird in Panik ausbrechen, sagt er. Und die Leute werden versuchen, in die Supermärkte zu stürmen und Essen zu besorgen. Ja, und wir Christen sind immer noch hier. Und auch wenn es uns jetzt nicht direkt betrifft, ist es weise, von der Situation zu lernen und zu schauen, okay, schau mal, wir sind immer noch hier. Geschwister von uns sind hier und die müssen mit dieser Situation umgehen.
Und die werden immer noch hier sein. Und je nachdem, vielleicht ist die eine schwanger, wie eine Schwester von uns, ja. Vielleicht ist jemand mit Kleinkindern da. Vielleicht ist jemand, ja. Und was jetzt? Und das ist halt sehr interessant. I have in my book, The Vision, I saw an earthquake in St. Louis many, many years ago, and I don't know if it was New Madrid or not. I did maybe bring it out in the book. But I have seen earthquakes, I have seen tsunamis. Und er sagt auch, er hatte eine Vision gehabt und er hatte Tsunamis gesehen, er hatte Erdbeben gesehen. And so I do believe that after the eclipse, and it may be months, it may be a year. Und er sagt, ich glaube fest daran, dass nach dieser totalen Sonnenfinsternis, es ist vielleicht Monate, vielleicht Jahre, But I believe the eclipse is a great and fearful sign. I believe aber ich glaube, dass das ein großes und furchterregendes Zeichen ist. it's a cosmic sign Es because ist ein kosmisches Zeichen, of where it's coming to, where it's coming from. And I know some of you want me to spend an hour teaching on this, but there's enough information out there. I'm giving you my commentary on it. That you should always stay prepared. So und er sagt jetzt hier, jetzt kommt der extrem wichtige Aufruf. Und dieser Aufruf, liebe Geschwister, hat mir der Herr auf dem Herzen gelegt, sollen wir hier in Deutschland oder wo auch immer du dich befindest, auch ernst nehmen. Ja, denn dieses kosmische Zeichen ist vielleicht in besonderer Weise für die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber es ist indirekt eine Warnung an uns alle, auch als Kinder Gottes, dass wir nicht leichtfertig mit den Zeiten umgehen sollen, in denen wir uns befinden. Und dass wir nicht meinen sollen, nur weil wir die Trübsalzeit nicht erleben werden, dass alles immer super schön sein wird und dass wir nie jemals was erleben werden. Davor möchte uns der Herr bewahren. I teach, we do it personally, but I tell my staff and I tell my friends. Und er sagt, ich sage jedem, ja, meinem Team, der Familie und allen Menschen, It's always good because of hurricanes, earthquakes, tornadoes, whatever could happen in the form of a natural disaster. und er sagt, es ist immer gut, ja, im Sinne davon, dass Naturkatastrophen passieren können, Erdbeben, Tsunamis und all diese ganzen Dinge, To have food supplies, dass man Nahrungsvorrat hat a way of preparing those food supplies and fresh water. und dass man frisches Wasser als Vorrat hat. Because you can't survive without fresh water. Denn du kannst nicht überleben ohne frisches Wasser. Und interessant, der Perry Stone sagt das hier nicht in Bezug darauf, dass wir uns auf die Trübsalzeit vorbereiten sollen. Überhaupt nicht. Damit hat das gar nichts zu tun. Er sagt das in Bezug auf die Zeiten, in denen wir uns jetzt noch befinden, ja, vor der Trübsalzeit. You can't go weeks without drinking water. You have to have water. Your next thing is some type of food supplies, non-perishable food, etc. And of course, you have to have some type of shelter, whether it be, especially if it would be in the winter or if it would be in the summer, you have to have some type of shelter from rain and storms and wind and that type Und du brauchst halt auch Accessoires eben für verschiedene Wetterbedingungen. of thing. So food, Für Winter zum Beispiel, regnerisches Wetter oder stürmisches Wetter und all diese Dinge. clothing, shelter, and water are the four main things that you have to Und das ist das, was du brauchst. Du brauchst halt eben einfach Vorrat auf den Punkt gebracht. Das klingt jetzt vielleicht heftig, wenn man sich denkt, ja, aber wieso soll ich Vorrat haben? Aber der Herr kümmert sich doch um mich. Der Herr versorgt mich doch. Nein, aber der Herr gibt uns den Aufruf, dass wir Vorrat anschaffen sollen. Das klingt total hart, vielleicht für den einen oder anderen und sagt, ja, das ist irgendwie mit meinem Glauben nicht vereinbar, aber doch. Du musst dir einfach mal wirklich konkret vorstellen, der Herr meint es ja gut. Und es heißt ja nicht, dass die Verheißungen nicht gelten. Psalm 91 zum Beispiel, ja, Psalm 23, all diese ganzen Dinge. Aber trotzdem, jetzt musst du dir einfach mal konkret vorstellen, du wohnst in diesem Gebiet in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo es passiert. Ja, auf einmal ist da ein riesiges Erdbeben und der Herr beschützt dich. Ja, du überlebst es, alles gut. Aber auf einmal ist alles außer Kraft gesetzt. Supermärkte und. Totales Chaos, ja. Und was machst du in so einer Situation? Ich meine, natürlich kann der Herr ihn übernatürlich versorgen, keine Frage. Natürlich, ja, kann der Herr dafür sorgen, dass auf einmal auf deinem Tisch Essen und Wasser ist und alles. Keine Frage. Für den Herrn ist nichts unmöglich. Steht im Lukas-Evangelium. Keine Frage. Direkt sogar in Kapitel 1. Aber der Punkt an der ganzen Sache ist, warum kommt hier dieser Aufruf durch viele Geschwister von uns, wir werden auch gleich sehen, Jimmy Evans zum Beispiel, Perry Stone, viele andere, Hitchcock auch. Warum passiert das? Ja, und warum legt der Herr auch mir das auf dem Herzen, dass wir es tun sollen? Warum? Wenn doch gar keine Notwendigkeit besteht. Und ich glaube, es ist absolut weise, wie es in Sprüche steht, der Kluge sieht die Gefahr kommen, verbirgt sich. Oder zumindest ist es so, dass er vorbereitet ist. Und ich sage dir, Vorbereitung ist immer besser als keine Vorbereitung. Und das gilt für alles. have to live. And of course, only time is going to tell, because people say, what do you think is going to happen? I never say, unless the Lord shows me,
in a vision or dream something that's going to happen, and I know it's from him, then I'll release it when he tells me to. But I haven't felt anything particular other than I know something big will happen. Also ich weiß auf jeden Fall, sagt er, etwas Großes wird passieren. In the United States. In den Vereinigten Staaten von Amerika. And if you watch some of my YouTube videos, I mean, sometimes they try to get. So, und das ist jetzt erstmal die Information, die wir aus diesem Video brauchen. Aber du musst wirklich jetzt nochmal dir ein paar Minuten Zeit nehmen, denn wir gehen jetzt auf Jimmy Evans über. Und jetzt wird es extrem interessant. Ja. Hör dir mal an, was jetzt hier gesagt wird. Jetzt wird es wirklich heftig. See, everything gets worse until it gets a lot better when the Antichrist shows up. So, alles wird schlimmer. Übrigens, Jimmy Evans glaubt auch an die Entrückung vor der Trübsalzeit. Kurz dazu. Er sagt, alles wird schlimmer, bis zu diesem Punkt, wo der Antichrist kommen wird. Psalm 83, what's going on right now, could be a fulfillment of Psalm 83. Jeremiah Psalm 83 zum Beispiel könnte eine Erfüllung sein dessen, was passiert. 49, Ezekiel 38 and 39. You have wars going on whenever they occur. Es gibt verschiedene Bibelstellen im Alten Testament eben, die auch prophezeit haben, was passieren wird. But things are going to get worse, but there's going to be an answer man that Und die Dinge werden schlimmer und schlimmer. Und es wird einen Mann geben, der die Antworten haben wird. steps onto the scene. Der wird auf die Weltbühne treten. Und wir wissen, wer es ist laut der Bibel. Es ist der Antichrist. I believe he's alive. I believe he's an adult. I believe Ich glaube, er lebt. Ich glaube, er ist ein Erwachsener. Und ich glaube auch, er ist auf der Weltbühne schon. he's on the world stage right now. That's my opinion. Das ist meine Meinung, sagt er. And I Übrigens meine auch. believe this is the type of a scenario because the Antichrist is the savior of the world at the Und das ist eben das Szenario, denn der Antichrist ist der Retter der Welt eben. moment that he steps up and brokers this deal with Israel. In dem Moment, wo er eben auf die Weltbühne dann offiziell tritt und eben diesen Friedensdeal mit Israel aushandelt. Er ist ja dann der Retter, der Macher, derjenige, der die Lösung hat. And he confirms a covenant with them, Daniel chapter 9, Daniel Kapitel 9, er bestätigt eben einen Friedensvertrag mit Israel. and they then enter into this 3.5-year period of peace. Und die kommen dann eben in diese 3,5 Jahre, also die erste Hälfte der Trübsalzeit, in diese Friedenszeit rein eben mit dem Antichristen, That they haven't had before. The die sie noch nie zuvor hatten. world then, celebrates this genius, Und die Welt wird dann diesen Genie halt eben feiern, this diplomatic genius that steps onto the world scene. Do you eben diesen diplomatischen Genie. believe that what's being set up right now ultimately will come to fulfillment with the Antichrist? Also glaubst du, Mark, das ist dann Mark Hitchcock, werden wir jetzt gleich sehen, der glaubt auch übrigens an die Entrückung vor der Trübsalzeit. Glaubst du, dass das auch eben dieses Szenario ist, dass alles schlimmer und schlimmer wird, ist jetzt die Frage. Und dass dann eben der Antichrist hervorkommen wird? Sure, we've had those Abraham Accords, and that's Ja, auf jeden Fall. been kind of been set aside right Wir haben diese Abraham-Akkorde schon. now, but that looked like kind of a precursor to this. But Und das scheint halt eben eine Art Vorzeichen schon zu sein. the situation that's over there, the whole world is focused on this. The UN's passing these various resolutions. Ja, wir haben auch diese ganzen Vorzeichen, die UN zum Beispiel, die Vereinten Nationen. Ja, wir haben diese Resolutionen, die wenden sich immer mehr gegen We're Israel. looking for someone. We have been really since 1948 to come and bring some kind of lasting peace to that part of the world. Ja, und es ist halt eben ein Ding, was schon seit 1948 geht. Also die Welt versucht immer wieder eine Lösung zu finden für diesen Konflikt in Israel. And that's one of the key signs of the end times, I think, is just the constant turmoil in Israel. Und das ist halt einer der eben Endzeichen, ja, dieses ständige Ding in Israel, was da immer am Aufkochen ist And ständig. this clamoring and yearning for peace. And the event Ja, und dieser Schrei letztendlich nach Frieden dort. that starts the 7-year tribulation. The rapture doesn't start the tribulation period. A lot of Und das ist halt eben der Punkt. Achtung, Achtung. Das ist genau der Punkt. Er sagt, die Entrückung startet nicht die Trübsalzeit. Achtung. Jetzt stellen sich vielleicht wieder die Frage, wie? Ich dachte, die Entrückung und dann startet sofort die Trübsalzeit. Nein. Mark Hitchcock erklärt es. people are kind of mistaken about that. I think Es gibt Missverständnisse, sagt er über diese the Sache. rapture begins. No, the rapture takes place Also als erstes findet die Entrückung statt. sometime after the rapture. The Antichrist is able to broker this peace agreement between Und irgendwann nach der Entrückung, nicht unmittelbar darauf, irgendwann nach der Entrückung wird dann eben der Antichrist kommen und diesen Friedensvertrag mit Israel machen. Israel and these nations that they've been at war with for, now for 70 years. Ja, und er wird dann eben mit diesen ganzen Nationen, die da ständig im Krieg sind, seit 70 Jahren, ja, ungefähr, er wird dann diesen Friedensvertrag machen. And he's going to be the man with a plan, the Nobel Peace Prize winner. I mean, he's going to be the Time Person of the Year. I mean, Also er wird wirklich Mann des Jahres, Nobelpreis, alles mögliche, Genie des Jahrhunderts und was auch immer, Diplomat also alles mögliche. Er wird alle Titel der Welt praktisch bekommen. have it all.
And that's what's going to catapult him ultimately to power. Now, Und das ist letztendlich dieser Friedensvertrag, das ist ja das, was ihn katapultiert eben dann letztendlich zur Macht. ultimately he'll double cross Israel, but everything's headed towards that, and we can see it's just reaching this crisis point where someone is going to have to come along and solve that problem. Now, Und wir haben eben die Entwicklungen, die eben zu diesem Krisenpunkt führen, wo dann jemand kommen muss, und zwar dieser Antichrist eben. it'll be a temporary peace, it'll be a false peace, Ja, es wird definitiv ein falscher Friede sein, ein temporärer Friede, also ein zeitlich befristeter Friede. but it will be a peace for some period of time, and the whole Aber es wird eben, wie es die Bibel prophezeit hat, ein Friede sein, der andauern wird erstmal. world will follow after the Und die Welt wird eben total reinfallen in dieser ganzen Sache. Antichrist. That's kind of the initial event that really catapults him to power in the world there at the beginning of the tribulation. Und das ist eben der Moment, der ihn katapultiert zur Macht, eben am Anfang der Trübsalzeit. Yeah, and in our series, What's Next, of books, we're talking about the Antichrist. Then we're talking about the rapture because, again, the things that are happening right now are all Bible prophecy being fulfilled. The world turning against Israel. Ja, und wir sehen auch hier wieder, sagt Jimmy Evans, die ganzen biblischen Prophezeiungen erfüllen sich. Ja, die Welt stellt sich immer mehr gegen Israel. Wars and rumors of wars, all these things like that. But ultimately, the big prophetic events, there's going to be a rapture. Und das große prophetische Ereignis wird sein, es wird eine Entrückung geben. There's going to be an Antichrist. Es wird einen Antichristen geben. We're writing about that. Mark, you have another article there? Yes, this one's fascinating to me. This is about this was on CBS News. Now, just think about this. It says what these red cows from Texas have to do with war and peace in the Middle East. Jetzt wird es extrem interessant wieder. Und zwar habt ihr schon von dieser, ich sag mal, roten Kuh gehört, ja? Das soll ja eine makellose Kuh sein, ja? Und nur die, wirklich nur die, braucht man, oder auf die hat man so viele Jahre gewartet, weil man ohne die nicht den dritten Tempel dahin bauen könnte. Interessant. Und jetzt sagt er, was hat das jetzt mit dem aktuellen Krieg eigentlich zu tun? Interessant. Wo ich das gehört habe, war ich war erstmal schockiert. And it's an article about, of course, these five, they're Texas red Angus that were taken over to Israel, these red heifers. And what the article's saying is, time's beginning to kind of run out because these heifers have to be a certain age when they're sacrificed. Und diese Rotkühe als Hintergrund müssen geopfert werden, eben zur Eröffnung praktisch des dritten Tempels oder Erbauung in dem Sinne. Und der Punkt ist, also zum Start auf dem Punkt des dritten Tempels in Israel, wo wir genau wissen, dass die Juden eben das genau wollen und das auch biblisch prophezeit ist. So, und der Punkt ist diese roten Kühe müssen auch in einem bestimmten Alter sein für die Opferung und, ja. Es muss der perfekte Moment sein. And we have to have these red heifers. It goes back to Numbers chapter 19, this purification ceremony there of these red heifers. It would be. Also es geht hier, sagt der Numeri, das ist also vierte Buch Mose, Kapitel 19, da, wo das wirklich genau beschrieben wird. That would be burned and their ashes were used in purification ceremony. But you have to have those for the rebuilding of the third Jewish temple. Genau, und das brauchen sie eben zur Erbauung des dritten Tempels. They're in Israel now, these red heifers. But this is something that I didn't know until just this week. It says in this article on CBS, it says, when Hamas spokesman Abu Abaida began a speech marking the 100th day of the war in Gaza, one confounding yet eye-opening proclamation escaped the headlines, listing the motives for the Palestinian militant group's October 7th massacre in Israel. So, und jetzt kommt's. Und ich dachte mir in dem Moment, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dachte ich mir. Also es hat jemand gesprochen von diesen Hamas. So. Und irgendwann ist etwas rausgekommen, während er gesprochen hat. Und zwar ging es um die Motive, warum dann eben am 7. Oktober dieser Massaker gestartet ist damals, ja, wo dieser ganze Chaos war, wo es in diese Festivalgegend, die gestürmt haben und die Geiseln mitgenommen haben, Menschen erschossen haben, ja, da wo es losging. Und was war eigentlich das Motiv? Warum haben die eigentlich angefangen? Ich sag's dir, ich kam nicht drauf klar. Israel, he accused Jews of bringing red cows to the Holy Land. Hast du's gehört? Sie haben die Israelis, also die Juden, beschuldigt, rote Kühe nach Israel gebracht zu haben. Das war das Motiv. Wie bitte? Du hast richtig gehört. Das war das Motiv, warum die gestartet sind. Weil die genau wissen, wofür diese rote Kühe stehen. Und zwar für die Erbauung des dritten Tempels, was der Islam mit allen Mitteln verhindern will.
So one of the things that precipitated this was bringing these red heifers to Israel, because the Hamas knows the significance of that. Das ist es, er sagt es selber. Die Hamas wissen über die Bedeutung dieser roten Kühe. That points to a third temple. Und dass sie wissen ganz genau, dass es zum dritten Tempel führt. Of course, and one of the, that they called this in this massacre in October 7th, the Al-Aqsa Wave or the Al-Aqsa Flood. And of course, the Al-Aqsa. Und interessant, es hieß auch, man sagte die Al-Aqsa-Welle praktisch. The mosque stands there on the Denn die Al-Aqsa-Moschee steht genau dort, wo der dritte Tempel eigentlich stehen soll. Temple Mount, as Auf dem Tempelberg. Unfassbar, oder? does the Dome of the Rock. And Hamas, one of their emblems, one of their main emblems, features the Dome of the Rock behind two crossed swords. Und das ist interessant, denn die Hamas haben genau das, ja. Also die Moschee praktisch auf dem Tempelberg haben sie als einer ihrer großen Zeichen. And so the Jewish people, at least those who were there who were desiring to build this third temple, have these red heifers there. And some believe that they may be sacrificed this year at Passover. Und viele glauben eben, dass dieses Jahr die Juden diese roten Kühe opfern werden. Ja, eben damit dieser dritte Tempel kommen kann. They have to do it in a place where they can see the Temple Mount. So Und sie müssen das irgendwo machen, wo sie den Tempelberg sehen können. be there on the Mount of Olives. A piece of land has been purchased there. Passover this year is April 22nd. April 22nd habe ich jetzt verstanden. Es ist unfassbar. Der 22. April, ja, wird dieser jüdische Feiertag sein und die Juden planen angeblich genau dann diese roten Kühe zu opfern. Und es ist wohl, wie er gesagt hat, schon ein Stück Land dafür vorgesehen. So it could be that sometime between now and then, or around the time of Passover, that one or more of these red heifers will be sacrificed. So there's only been 9 red heifers in Israel's history. This would be the 10th. But to me, that's fascinating that among these motivations for this October 7th massacre is Israel brought red cows. Und das ist halt, was er sagt, ist hier, ich finde es total faszinierend, dass einer der Hauptmotive, der Gründe für dieses Massaker genau diese roten Kühe gewesen sind. Ja, unfassbar einfach. Into the land of Israel. They know what that signifies. Sie wissen ganz genau, was das bedeutet. And they hate that. They know that the Und sie hassen es. Jews want to ultimately build a temple there. Und sie wissen, dass die Juden den dritten Tempel bauen wollen. That it's going to mean, that their third holy site, the Al-Aqsa Mosque, would have to be removed and have to be destroyed. Und sie wissen ganz genau, dass dafür die Al-Aqsa-Moschee entfernt werden muss, ja, und zerstört werden muss eben. So it's just another thing that we see happening in our world today that points just towards the chaos and ultimately Und eben diese Punkte führen eben auch zum Chaos weiter. the land of Israel, but then the bullseye in Israel is Jerusalem, and the bullseye in Jerusalem is that 36-acre Temple Mount area. That's the real powder keg, if you will. And so, Also und der Hauptfokus, warum die Welt wackelt letztendlich, ist immer der Tempelberg letztendlich, sagt er. yeah, we'll be watching this for folks and letting them know, if something happens over there with sacrificing these red heifers. But that would be a very, very significant event Und das wird ein sehr heftiges Event sein, sobald es zu der Opferung dieser roten Kühe kommt. when that takes place, I believe. Well, Mark, that's absolutely fascinating. And I can just say, next week on the show, we have an entire show on the red heifers. Mondo Gonzalez Right. has written a book on it, and he confirms now, this will be part of the show next week, they have 3 kosher red heifers. Last November, Sie haben 3 koschere rote Kühe aktuell. they came of age to be examined by the priest, and they have 3 perfect red heifers. Jetzt haben sie 3 perfekte koschere rote Kühe, die sie opfern können. They only have to have 1. And they are, what you just said is true, they're looking for some time from Passover to Pentecost, sometime in that range. It would be the 10th red heifer, according to Maimonides. It would usher in the era of the Messiah. Und es wird passieren, ja, laut jüdischen Schriften, die Opferung wird passieren in demselben Jahr, wo der Messias, der falsche Messias von den Juden, offenbart werden wird. And so, and again, Mark, it's not just that that's happening, it's that everything is happening. Und das ist genau der Punkt, sagt Jimmy Evans. Es ist gar nicht nur, dass das passiert, es passiert gerade alles praktisch in Bezug auf biblische Prophezeiung. There's such a convergence, as you said earlier. Es ist wirklich so eine Conversion. Damit meint er es führt alles, ja, alles
passiert so nach dem Motto gleichzeitig und führt zum selben Punkt. There's such a convergence of everything. But if they actually, there's only been 9 since Moses, and this would be the 10th, and it would give them the ability to ceremonially cleanse the Temple Mount and the priest. Und das ist wirklich, wenn die Opferung passiert, ist alles wirklich bereit, ja, alles wirklich, die ganze Kraft und Zeitinvestition in diesen dritten Tempel They have reinzustecken. everything ready. You've been over there, you've seen Sie haben sowieso schon alles bereit. everything. I have too. They have everything ready, but the deal with the Antichrist is going to give them obviously the ability to build the third temple. Und so wie es aussieht, sagt Jim Evans, auch ganz wichtiger Punkt, der Antichrist wird ihnen, also den Juden, die Möglichkeit geben, diesen dritten Tempel zu bauen. Darauf läuft es letztendlich hinaus. Ja, weil wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, wir haben immer diese ganzen Organisationen wie die Hamas und so weiter, die versuchen mit allen Mitteln, auch Iran, das zu verhindern. Wie soll das denn gehen? Also es muss ein Lösungsbringer her. Das wird eben diese Person sein, der Antichrist, der ihnen das ermöglicht. Ja, das wird ja eben ein Ding der Unmöglichkeit sein. Also eben. Und deswegen wird diese Person praktisch absolut gefeiert werden. But to me, it just marks how close we are. Yeah. Aber es zeigt mir, wie nah wir gerade wirklich dran sind. The fact that Hamas, that's part of their motivation. They brought the red cows into Israel. That's what Hamas saying that. So Also das Einzige, was man jetzt wirklich sagen kann, sagt hier Mark Hitchcock, ja klar, die Hamas starten so einen Angriff wegen dieser roten Kühe. Das ist absolut prophetisch, natürlich. Mehr braucht man dazu nicht sagen. wow, that's that was powerful when I saw that. I mean, wow, it's just Hamas themselves, they realize the significance of this for Also sie haben realisiert, was für eine Bedeutung diese roten Kühe haben. their future, for their mosque. Yeah, the sadness, and Mondo and I talk about this next week. The sadness of the red heifers is they're a fulfillment of Jesus. Und das Traurige natürlich jetzt mal wieder diesen biblischen Bezug. Klar, diese roten Kühe haben die Bedeutung eigentlich von Jesus. Also total traurig eigentlich, was die Juden da machen, so gesehen, weil sie überhaupt nicht erkannt haben, dass die Opferung stattgefunden hat, und zwar eben durch Jesus, der sich geopfert hat. In Numbers 19, the red heifer is just a type of Jesus. Es ist eigentlich eben, das steht für Jesus eigentlich. That was slaughtered for our sins outside the camp. Für unsere Sünde wurde er hingerichtet, geschlagen, ja, geopfert, und das ist genau mit Jesus. And the book of Hebrews talks about that. And so the sadness is they didn't recognize Jesus as Und das ist halt eben das Traurige auch, der traurige Nebeneffekt. Die Juden haben Jesus nicht erkannt, deswegen tun sie the das. Messiah. The exciting thing is they will all be saved in one day, according to Aber das Gute ist, sie werden gerettet werden, dann steht ja auch im Wort. Zechariah 13. And Dann später eben. Nicht jetzt durch das, was sie machen mit dem dritten Tempel, aber später wird Gott ihnen Gnade und Barmherzigkeit gegenüber haben. and that is going to happen Und noch auf Erdenzeiten eben zu dieser prophetischen Errettung kommen, wie es im Wort steht. sometime soon. But it is a huge issue related to Bible prophecy. Do you have any other articles there? No, that's all I've got. I mean, just like another Und eben, dass es sehr prophetisch ist. article. There's one in Newsweek we've talked about already. Just Iran is kind of opening up 4 fronts. Basically, we've talked about that already. Iran auch öffnet 4 Fronten. That's part of their issue. Kind of this you mentioned the distracting bill, but they just keep opening up new fronts. The Houthis have been firing missiles into Eilat, which is the southernmost city there in Israel, right on the Red Sea. So it's they're not far from there. So it's just a constant stranglehold here. But that's an interesting article in Newsweek. A 4-front war now that they've opened up. You've been worried about 2 fronts. Now it's 4 fronts. Ja, es waren 2 Fronten, jetzt sind es mittlerweile 4. All of you who are joining us on YouTube, hope that you have enjoyed this. Genau, das Video ist jetzt somit fertig. Also, wir sehen, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Deswegen auch das erste Video, die Vorbereitungen trotzdem, weil wir sind immer noch hier. Wir wissen nicht den Zeitpunkt, wir wissen nicht den Tag und die Stunde. Das passieren wie ein Dieb in der Nacht. Wir müssen vorbereitet sein, natürlich geistlich wachsam sein, auf die Entrückung vorbereitet, auf die Begegnung mit dem Herrn. Unser Leben muss im Reinen mit Gott sein, keine Frage. Buße tun, keine Frage. Wenn wir in Sünde fallen, Buße tun, sofort umkehren. Also bereit sein geistlich, aber auch zweitens, ja, wie Perry Strong gesagt hat, wir müssen trotzdem bereit sein hier für die Entwicklungen, ja. Auch in Deutschland. Das heißt nicht jetzt die totale Sonnenfinsternis, das X über Amerika und wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Nein, das ist auch für uns ein Warnzeichen. Wir sind immer noch hier. Und auch hier, ja, die politischen Entwicklungen in Deutschland zum Beispiel oder wo auch immer du dich befindest, in welchem Land. Die gesellschaftlichen Entwicklungen, politischen Entwicklungen. Wir wissen nicht, wie die Dinge sich entwickeln und zu welchem Zeitpunkt dann letztendlich der kommen wird. Das heißt, wir müssen hier bereit sein, trotzdem weise handeln, auf vorbereitende Maßnahmen treffen hinsichtlich auch Nahrungsmittel, Wasser und so weiter und so fort und trotzdem auch
vertrauen dann parallel, weil die Verheißungen für uns gelten, keine Frage. Nur, ich bin davon überzeugt, der Herr warnt uns von allen möglichen Seiten, auch diese vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, damit wir einfach diesen ganzen Entwicklungen standhalten können, auch bevor die Entrückung stattfindet. Letztes Video, das geht auch kurz. There in Matthew 24, he said, it will be as in the days of Noah before the flood. We are not going to see the tribulation. So, er sagt jetzt auch hier, Jimmy Evans, wir werden die Trübsalzeit nicht sehen. Nein, da werden wir nicht sein. Aber As a believer, we need to be comforted. There are birth pains that are happening right now. es gibt nun mal Geburtswehen, ja, die auch jetzt passieren, sagt Jimmy Evans. Wir werden die Trübsalzeit nicht sehen. Nein, Amen, Gott gebührt alle Ehre. Aber es gibt Geburtswehen, ja. Und wir können nicht verleugnen, dass je nachdem, in welchem Land du dich befindest, es gibt Erdbeben, Tsunamis und all diese ganzen Dinge. And those birth pains are going to continue until Jesus comes. Und diese Geburtswehen gehen weiter, bis Jesus wieder zurückkommt. And I believe that Jesus is right at the door. I mean, I believe he can come in any minute. Ja, ich glaube, dass Jesus, sagt Jimmy Evans, wirklich kurz vor der Tür steht und dass er jederzeit kommen kann. And so I believe that Jesus is coming. And so I'm saying, don't listen to all the doomsayers. Don't listen to all the people trying to make us believe that we need to be preppers. And by preppers, I mean that we need to buy all this stuff and get all this stuff ready. This is my number 3. Und er sagt hier, hört nicht auf die Leute, diese ganzen Angstmacher, die es überall im Internet auch gibt zum Beispiel. Ja, zum Beispiel in Bezug auf den Dritten Weltkrieg, in Bezug auf die kommende Trübsalzeit, in welcher Form auch immer die Leute dann reden, ach, das wird passieren und das, wir müssen uns vorbereiten. Hier geht es aber nicht, Achtung, er meint hier nicht vorbereitende Maßnahmen vor der Entrückung, ja, weil wir in Geburtswehen nun mal sind auf der Welt, sondern er meint hier, wir sollen uns nicht vorbereiten und bunkern für die Trübsalzeit. So als ob wir durch die Trübsalzeit müssten und hier monatelange Nahrungsmittel, also einen Vorrat haben sollen, monatelang für Nahrungsmittel, für Wasser. Darum geht es nicht. Ja, ich rede hier von 8, 9 Monate, 10 Monate. Also, dass man wirklich sich vorbereitet auf die Trübsalzeit. Das ist nicht Sinn der Sache. Point of preparation, and that is be wise and Er sagt, die vorbereitenden Maßnahmen sind, sei weise, be prepared. Now, this is my personal opinion. sei vorbereitet. I'm just about to give you. Karen and I have 2 to 3 months of food and things on hand. We bought some of this freeze-dried food that comes in the buckets and lasts for 25 years. You can find it. So, er sagt hier selber, bestätigt hier selber wie Perry Stone, ja, heißt das 2, 3 Monate Nahrungsmittel zum Beispiel und Wasservorrat haben, ist das schlecht, ist das falsch? Nein, sagt er. Ja, die haben es selber zum Beispiel gemacht. Also im gesunden Maße, ja, aber hinsichtlich der Entwicklungen, die noch stattfinden vor der Trübsalzeit, aber nicht im Sinne von Vorbereitung durch die Trübsalzeit hindurch. Unterschied. On Amazon, you can find it at different places. But we could probably live off of the food that we have for 2 to 3 months, Er sagt selber, wir haben hier Essen zum Beispiel im Vorrat für 2, 3 Monate. something like that. You know, and other things that we have saved up, and COVID was part of that. Was the reason that we saved it up. And I'm not saying that because of the tribulation or anything like that. I'm saying it because of natural disasters. So, da ist es wieder. Er sagt, ich sage das nicht mit den 2, 3 Monate Vorrat wegen der Trübsalzeit. Nein. Ich sage das wegen Dinge, die passieren können. Naturkatastrophen, Disasters eben. Power outages. You know, Russia is threatening, you know, all of these attacks against our infrastructure. And all this Oder Russland mit den ganzen Angriffen gegen die Infrastruktur zum Beispiel, auch unter anderem Cyberangriffe, stuff like that. die auch zu Stromausfällen führen können zum Beispiel, wo Supermärkte schließen im schlimmsten Fall. And so, if something happened, I think it's just good common sense to have 2 or 3 months of things on hand, Also wenn etwas passiert, ist es weise, wenn man 2, 3 Monate Vorrat hat, so you don't starve to death. Or you don't have to worry about things like that. Now, sodass du dir über diese Dinge keine Gedanken machen brauchst und keine Angst auch haben brauchst. you might want more. You might want 6 months or Vielleicht willst du auch 6 a year Monate. or something like that. But all I'm saying is this: to me, the Bible is very clear that we Ich sag eins, die Bibel ist für mich sehr are klar. not going through the tribulation. Wir werden nicht durch die Trübsalzeit gehen. And for that reason, I just don't believe that you have to Und deswegen glaube ich hundertprozentig, prepare all these things that some people are preparing, you know. dass du eben diese vorbereitenden Maßnahmen für die Trübsalzeit nicht treffen When brauchst. buying 7 years of food and all that. Ja, 7 Jahre Essen kaufen. Es gibt es übrigens. 7 Jahre Wasservorrat, 7 Jahre Essensvorrat, all diese Geschichten. Kind of stuff like that. I just don't believe it's necessary. Also ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. Jesus said, when you see these things begin to happen, look up. Jesus hat gesagt, wenn ihr diese Dinge seht, dass sie anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, denn die Erlösung naht. And lift up your head, your redemption is drawing near. And so I'm a pilot,
And when you're a pilot, you have instruments in front of you, and the reason for those instruments is especially when you can't see outside, when the weather's bad. Also, und ich bin zum Beispiel Pilot, sagt er, und wenn ich im Flugzeug sitze und diese ganzen Instrumente vor mir habe im Flugzeug, also im Cockpit, dann sind die in erster Linie dafür da, falls ich draußen nicht sehe, dass ich mich daran orientiere. And when the weather's bad, you trust your instruments. Und wenn das Wetter schlecht ist, vertraust du deinen Instrumenten. And so you have to trust your instruments. Your life literally depends on looking at those instruments and trusting them. Und dein Leben hängt in dem Moment davon ab, dass du diesen Instrumenten vertraust. When things are happening that are happening in the world right now, we have to trust what the Word of God has to say. Und wenn Dinge auf der Welt passieren, wie sie gerade aktuell passieren, dann müssen wir diesen Instrumenten vertrauen, und zwar das Wort We Gottes. can't trust our emotions. Wir können unseren Emotionen nicht vertrauen. We can't trust our feelings, and we Wir können unseren Gefühlen nicht vertrauen. can't trust other people. Wir können auch nicht anderen Menschen vertrauen. We have to trust what the Bible has to say. Wir müssen vertrauen, was Gott gesagt hat in seinem Wort der Bibel. And the Bible tells us that Jesus is going to deliver us Und die Bibel sagt uns, dass Jesus kommt, um uns zu erretten from the wrath that is to come. It would von dem Zorn Gottes, der über die Welt kommt. be like the days of Noah, buying, selling, Wie in den Zeiten von Noah. Kaufen, verkaufen, marrying, giving in marriage when heiraten und all diese Dinge, Jesus returns. wenn Jesus wieder zurückkommt. Those are the words of Jesus. Und das sind die Worte von Jesus. So I'm telling you, Jesus is coming soon. We're Und ich sagte, Jesus kommt sehr bald. not going through the tribulation. We're not going to die of starvation. Wir werden nicht durch die Trübsalzeit I gehen. believe in the United States. I don't believe that there'll be a lot of people that die now in the tribulation, maybe. I believe there'll be shortages and high prices in the United States, put a lot of stress. Ich glaube definitiv, dass auch vor der Trübsalzeit eben auch Dinge passieren, ja, wie zum Beispiel steigende Preise und Stress vielleicht und all diese ganzen Dinge, dass nicht alles immer glatt läuft. On a lot of people who are already struggling, with fixed income or something, or low wage or something like that. Oder mit Steuern oder mit Gehalt und all diesen Dingen. Natürlich wird vor der Entrückung auch, oder vor der Trübsalzeit besser gesagt, eben diese Dinge sein. I don't think we're going to see a lot of mass death Also ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie Massensterben sehen in the werden United States, but you'll see it in den Vereinigten Staaten. Africa. You'll see it in places in Middle East. Well, a lot of Aber du wirst das auch in anderen Orten sehen, ja? Also Massensterben kann durchaus auch vorkommen vor der Trübsalzeit, in anderen Orten. that's already taking place. South America, places like that, where you're going to see a lot of death through famine and things like that. So Wir werden es trotzdem sehen, durch Hungersnöte und all diese ganzen Dinge. Natürlich, diese Dinge können real sein, auch vor der I hope that Trübsalzeit. that's comforting to you. Ich hoffe, dass dich das ermutigt. Famines are coming. Hungersnöte kommen. It's in the Bible. Es steht in der Bibel. It's in the news. Es ist in den Nachrichten. Famines are coming, Hungersnöte kommen. and that's how we prepare for that. Und deswegen bereiten wir uns vor. Alles gesagt. Gott segne dich, liebe Schwester. Ciao.